Hare Krishna, herzlich willkommen hier im Jagannath-Tempel in Rajpur. Dieser Ort ist ein ganz besonderer Ort. Diese Deities, die hier verehrt werden, Jagannath, Baladev und Subhadra, stammen aus Lord Chaitanyas Zeiten. Und wie diese Deities hierher gekommen sind, das erzähle ich euch heute. Zu Lord Chaitanyas Zeiten lebte hier in diesem Gebiet in Rajpur ein sehr großer Devotee von Lord Chaitanya, Jagadish Ganguly. Jagadish Ganguly war sehr hingegeben und jedes Jahr ging er mit seinen Freunden zusammen nach Jagannath Puri. Die Reise nach Jagannath Puri ist insgesamt 900 Kilometer weit. 900 Kilometer. Jedes Jahr machten die Devotees diese Reise zu Fuß. Hier von Mayapur nach Jagannath Puri. In Jagannath Puri sahen sie Lord Chaitanya und sie sahen natürlich das Ratha Yatra Festival von Jagannath in Jagannath Puri. Also jedes Jahr reisten die Devotees dorthin, nahmen an dem Ratha Yatra Festival teil und kamen danach wieder hierher zurück nach Bengal. Der Devotee war sehr glücklich, doch eines Tages wurde sein Glück getrübt, denn er wurde krank. Er wurde krank und er verlor sein Augenlicht. Als er sein Augenlicht verlor, realisierte er, dass er nie wieder die Form von Chaitanya sehen würde und dass er nie wieder die Form von Jagannath sehen würde. Zu allem Unglück beschlossen die Devotees in diesem Jahr auch, dass sie ihn nicht mit auf die Reise nach Jagannath Puri nehmen würden, denn sie sagten, die Reise ist zu lang, die Reise ist zu beschwerlich für einen blinden Mann. So, wir können dich nicht mitnehmen. Daraufhin war Jagadish Ganguly so betrübt und traurig, dass er sich fast das Leben nehmen wollte. Er wusste wieder ein und aus, was hatte denn sein Leben noch für einen Sinn, wenn er nicht mit nach Jagannath Puri gehen durfte und den Herrn sehen konnte. So, doch eines Nachts hatte er einen Traum. Er träumte, dass Jagannath ihm erschien und Jagannath sagte: Wenn du morgen früh aufwachst, gehe zur Ganga und nehme dein Bad dort wie üblich. Morgen früh wird es aber geschehen, dass ein Baumstamm dich berühren wird. Sobald der Baumstamm dich berührt, wirst du dein Augenlicht wiederbekommen. Und wenn du dein Augenlicht dann wieder hast, nimm diesen Baumstamm und trage ihn zu einem Zimmermann einige Dörfer weiter. Der Herr beschrieb Jagadish Ganguly den Zimmermann genau und er beschrieb ihm auch, dass dieser Zimmermann Lepra hatte. Also seine Glieder waren verkrümmt und er war voller Schmerzen. Jagadish Ganguly sollte diesen Zimmermann davon überzeugen, dass er aus dem Holz, aus dem Baumstamm, das er in der Ganges gefunden hatte, einen Deity von Jagannath schnitzt. Es würde einige Überzeugungsarbeit brauchen, doch er solle es auf jeden Fall versuchen und nur dieser Zimmermann sollte einen Deity aus diesem Baumstamm schnitzen. Als Jagadish Ganguly am nächsten Morgen aufwachte, voller Ekstase, ging er so schnell wie möglich und nahm sein Morgenbad. Und als er untertauchte und wieder hochkam, tatsächlich, ein Baumstamm stieß an seinen Kopf und er bekam sein Augenlicht wieder. Wie wunderbar war das denn? Er nahm diesen Baumstamm und ging mit diesem Baumstamm zu dem beschriebenen Er nahm den Baumstamm und ging damit zu dem beschriebenen Zimmermann. Als er dann Hare Krishna Prabhu. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Jagannath. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Shopping chale. Oh. Hare Krishna. Dhanyavad. Hare Krishna. Hare Krishna.
So, wo waren wir? Er nahm also diesen Baumstamm und ging mit diesem Baumstamm zum nahegelegenen Zimmermann in das Dorf, in das nahegelegene Dorf. Und er fand diesen leprakranken Zimmermann und er hatte wirklich, seine Hände waren sehr verkrüppelt und er sagte, ich kann nicht mal die Werkzeuge halten. Wie soll ich denn einen Deti schnitzen? Ich habe solch große Schmerzen, wenn ich versuche, die Werkzeuge in die Hand zu nehmen. Es fällt mir aus der Hand, es geht nicht. Doch Jagadish Ganguly gab nicht auf. Er überzeugte schließlich den Zimmermann, dass er es wenigstens versuchen sollte. Er sollte es wenigstens versuchen. Und das tat er. Er fing an, daran zu arbeiten. Mit großen Schmerzen. Mit großen Schmerzen fing er an, daran zu arbeiten. Und je mehr er arbeitete, desto mehr wurde seine Leprakrankheit geheilt. Als der Deti fertig war, war der Zimmermann komplett geheilt. Er war geheilt. Der blinde Jagadish wurde von dem Baumstamm geheilt und der leprakranke Zimmermann wurde von seiner Lepra geheilt. Und es waren die ersten 2 Wunder, die Jagannath vollbrachte. Dann erschien die Stimme noch einmal, der Herr erschien noch einmal, Jagadish Ganguly, und sagte, er solle hier in dem nahegelegenen Anwesen 2 Nimbäume nehmen und aus diesen Nimbäumen sollte der gleiche Zimmermann Baladev und Subhadra machen. Und so geschah es dann auch. Baladev und Subhadra wurden ebenfalls aus dem Niemholz installiert. Und es wurde ein kleiner Tempel errichtet für Jagannath, Baladev und Subhadra. Und seitdem wurden dann die Detis verehrt. Das war seit Lord Chaitanyas Zeiten. Doch einige Zeit später brach die Cholera aus. Und Cholera ist eine sehr, sehr schnell verbreitende Krankheit. Das heißt, die Menschen hatten solche Angst, dass sie fluchtartig den Ort verließen. Fluchtartig verließen die Menschen den Ort und ließen Jagannath zurück. Und Jagannath war dann hier alleine. Es gab keine Verehrung mehr. Und so wurde der Tempel fiel langsam ein und er wurde von einem, vom Dschungel quasi überwachsen. Er wurde vom Dschungel überwachsen. Und für viele Jahrhunderte blieb das auch so. Nicht berühren, Padmini, okay? Nach einiger Zeit beschloss Jagannath, dass er wieder verehrt werden möchte. Und man sah auf der alten Ruine des alten Tempels, wie blaue Blumen wuchsen. Und die Leute hörten eine Stimme: Gib mir Wasser, ich bin durstig. Doch sie hatten Angst, zu dieser alten Ruine zu gehen, da sie befürchteten, es gäbe dort giftige Schlangen, was es im Dschungel auch hier gibt. Alte Ruinen, tiefer Dschungel, dort wohnen mit Sicherheit giftige Schlangen und keiner wagte es zu dieser Zeit, dorthin zu gehen. Dann, im Jahre 1958, kam Jaimini Ghosh hier vorbei. Und als er an dieser alten Ruine des Jagannath-Tempels vorbeiging, fiel plötzlich ein Bambusbaum um. Und er spürte eine Präsenz, eine gruselige Präsenz, und er fiel in Ohnmacht. Als er von seiner Ohnmacht wieder aufwachte, hörte er eine Stimme. Die Gefahr ist nun vorüber, du kannst jetzt weitergehen. Jaimini fragte, warum hast du mir das angetan? Was ist denn los? Und die Stimme sagte, ich habe dir das nicht angetan, ich habe dich gerettet, ich bin dein Freund. Die Stimme offenbarte sich dann als Jagannath. Und Jaimini wurde von Jagannath gesagt, dass er hier unter dieser Ruine sei und dass er jetzt wünsche, wieder verehrt zu werden. Er hat Durst, er möchte etwas Wasser und vielleicht eine Blume. Und Jaimini kannte den Besitzer dieses Landes und er ging zu ihm, erklärte ihm von seinem Traum, und der Besitzer des Landes kam mit seinen Familienangehörigen, mit den Männern seiner Familienangehörigen
und klärte oder säuberte hier den Dschungel. Und sie kämpften sich zur Ruine vor und tatsächlich, dort war Jagannath, Baladev und Subhadra unter einem Termitenhaufen. Sie waren eingehüllt in Weihrauch. In Weihrauchpflanzen waren sie eingehüllt. Und Jagannath war vollkommen intakt. Er war von den Termiten nicht angefressen worden oder zerstört worden. Und auch Baladev und Subhadra hatten nur kleine Schäden und wurden dann mit dem Niemholz, das hier in dem Garten wuchs, repariert. Und seitdem wurden dann Jagannath, Baladev und Subhadra wieder verehrt. Es wurde wieder ein schöner Tempel für sie gebaut und der Besitzer dieses Landes fungierte dann als Priester, der Jagannath täglich verehrte. Im Jahre 1979 war der Priester langsam zu alt und er wünschte, von seiner Priestertätigkeit zurückzukehren. Und im Jahr 1979 übergab er dieses Land hier, inklusive den Tempel, inklusive den Deities, die original aus der Zeit von Chaitanya Mahaprabhu stammen, also über 500 Jahre alt sind, übergab diesen Tempel nach ISKCON. Seitdem ist ISKCON hier im Besitz dieses Tempels und kümmert sich um Jagannath, Baladev und Subhadra. Diese Deities sind sehr speziell. Diese Atmosphäre, die hier herrscht in diesem Gelände, ist sehr friedlich, sehr kraftvoll. Und es gibt noch viele weitere Geschichten, Wunder könnte man sagen, die hier geschehen sind mit Jagannath, Baladev und Subhadra. Doch die werde ich ein andermal erzählen. Das war die Geschichte, wie Jagannath, Baladev und Subhadra sich hier in Rajpur manifestiert haben. Hare Krishna. Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatame Jagannatha Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatame